bin am Hauptbahnhof in Berlin. Mir geht es gesundheitlich schon wieder viel besser. Vielen Dank an alle, die sich gesorgt haben und nachgefragt haben. Ich bin negativ getestet worden. Es hat zwar 4 Tage gedauert, bis ich das Ergebnis hatte, aber es geht mir gut. Ich bin wieder auf den Beinen. Heute fahren wir nach Straßburg, um dort verschiedene Leute zu treffen und Pläne zu schmieden für das nächste Jahr. Das Thema des letzten Videos war, sich selbst zu lieben. Und es ging darum, wie Jesus uns gelehrt hat, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und meine Hypothese war, dass möglicherweise ein begrenzender Faktor dafür, wie wir andere Menschen lieben können, ist, wie sehr wir uns selbst lieben. Heute möchte ich unsere Gedanken mal auf eine andere Aussage richten. Jesus hatte mich auch gesagt in Lukas Kapitel 14, wer zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder und dazu sich selbst, der kann nicht mein Nachfolger sein. So, was jetzt? Jesus hat gesagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst und wir sollen uns selbst hassen. Wie geht das zusammen? Wenn wir Christen sein wollen, dann streben wir nach dem höchstmöglichen Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, Christ zu sein. Und die Frage ist, woraus ziehen wir die Werte, nach denen wir streben? Woraus ziehen wir die Ziele, nach denen wir streben? (1882) dichtete Nietzsche, Gott ist tot. Und häufig wurde das ist in einem Zusammenhang gesagt worden, aber häufig wird dieser Vers genommen und man sagt, naja, Nietzsche hat triumphierend behauptet, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat seine Beobachtung beschrieben, dass es so scheint, wie Menschen sich verhalten, die sich Christen nennen, dass Gott irgendwie tot sein muss. Und er hat gesagt, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, wo Menschen anscheinend immer weniger eine Basis in ihrem Glauben haben. Er hat sogar noch mehr gesagt. Er hat etwas vorhergesagt. Ein anderes Zitat von ihm ist, im nächsten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, wird es nicht genug Wasser geben, um das Blut abzuwischen, was Menschen vergießen werden. Die Idee ist, dass er gesagt hat, dass wenn wir diese Basis im Glauben verlassen, dann müssen wir aus uns selbst Werte entwickeln. Und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass der Mensch dazu fähig ist. Und das Ergebnis wird sein, dass Menschen sich gegenseitig umbringen werden. Und in dem Sinn war das eine geradezu prophetische Vorhersage über das 20. Jahrhundert, was das blutigste und zerstörerischste Jahrhundert war in der Menschheitsgeschichte. Im Ersten Weltkrieg sind 9 Millionen Menschen getötet worden. Im Zweiten Weltkrieg sind zwischen 50 und 60 Millionen Menschen getötet worden. Danach im stalinistischen Russland eine neue Ideologie, die den Glauben ersetzen sollte. 20 Millionen Tote, mindestens. Die Roten Khmer, Pol Pot, das Regime hat innerhalb von 3 Jahren 2 Millionen Menschen getötet in einem Land, das 8 Millionen Einwohner hatte. Und die Liste geht weiter und weiter. Im maoistischen China 70 Millionen Tote aufgrund von ideologischen Abirrungen. Was Nietzsche gesagt hat, ist geradezu wahr geworden. Und Jesus hat gesagt, wer ihm nachfolgen will, wer nach so einem so hohen Wert streben will, dass er dieses Wesen von ihm annehmen will, diese Werte, diese Ziele,
annehmen will, der muss bereit sein, sich selbst zu hassen. Und ich denke, was er gesagt hat, ist, dass wir bereit sein müssen, uns einzugestehen, dass in uns selbst wenig Gutes an sich zu finden ist. Und dass wir bereit sein müssen, das abzulegen und hinter uns zu lassen, um dann uns zu öffnen für Werte und für Ziele, die höher sind als wir selbst. Darum die Frage für diese Woche: Woraus ziehst du deine Werte? Woraus ziehst du deine Überzeugungen? Woraus ziehst du deine Ziele? Was ist deine Basis? Kann das wirklich alles aus dir selbst kommen? Ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche.